Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti, und diese Folge wird dreigeteilt. Wir befinden uns natürlich auf Fusion 24, aber mehr dazu gleich. Als erstes muss man sagen, dass der Elevator startet. Im offiziellen Discord ist geschrieben, dass ab dem 20. Februar der Elevator startet. Also, da geht's also los. Bis zum darauffolgenden Wochenende, wie üblich. Man muss jetzt nur schauen, dort wo es Donnerstag stattfindet, ob das auch Sonntag endet, das habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Wichtig ist es aber, denn die Wochenend-Events jetzt, die kommen, sind schon relativ stark, und dann ist ja auch eigentlich schon bereits EU18 angekündigt worden. Das bedeutet, EU18 startet sozusagen auch mit dem Elevator. Das ist allgemein relativ relevant. Kommen wir aber back to F24, denn ich habe ja gesagt, dass dieser Server mit der Fusion, dadurch, dass W50 integriert ist, sehr interessant sein wird beim nächsten Elevator. Und jetzt kommt der Elevator auch schon. Im Moment zeigt die Ehrenhalle noch immer nicht das Bild an, was sie anzeigen müsste, um zu sagen, welche Gilden jetzt wirklich hier auf Rang 10 sind. Und es gibt Gilden, die haben zum Stand meines letzten Videos vor einigen Tagen ein bisschen an Ehre verloren, manche auch gar nicht. Wir zum Beispiel haben die gleiche Ehre, also wir haben halt Kämpfe gewonnen, aber verloren, 20 Ehre weniger, bedeutet, ja, es ist im Prinzip gleich geblieben. Dead Valley W47 ist mit 21 Membern damals gewesen bei 18.945 Punkten, sind jetzt mit 16 Membern auf 17.776. Die fallen natürlich zurück, weil die Gilde halt einfach auch nicht voll ist. Also Dead Valley hat wahrscheinlich ihre stärkeren Spieler, aktiveren Spieler dann in die anderen Gilden vorangetrieben. Zum Beispiel auch unter The Prophecy, ja, war Right World. Right World ist jetzt deutlich nach oben geschossen. Also die Right World, da kann man jetzt zum Beispiel auch mal gucken, die haben ein Durchschnittslevel jetzt im Moment von 491, ja, aber die haben jetzt alle Kämpfe seither gewonnen vielleicht haben sie es clever gemacht taktisch, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber da kann man jetzt davon ausgehen, dass es vielleicht noch höher geht. Sie sind jetzt eigentlich auf Höhe von Ace of Spades. Auf Ace of Spades hat auch einiges an Ehrenpunkten gewonnen, wenn auch nicht so viel. Die sind bei 499 Durchschnittslevel, maximal 587, und Riot World hat einen 578er. Also tendenziell würde ich sagen, Ace of Spades ist stärker als Riot World, aber die können beide ja noch vorkommen, ja. Tried Trickery ist auch nach vorne gepusht, zum Beispiel gegenüber dem letzten Mal fast 1500 Punkte mehr. Die haben aber schlechtere Werte, also sowohl vom höchsten Level als auch vom Durchschnittslevel. Ritterhalle, da fehlt auch ein Member. Geht man mal davon aus, wenn die jetzt irgendwie gegeneinander kämpfen, dass das sich auch nochmal verschiebt. Und so kann man weitergehen. Exil, die ja auf W50 unterwegs waren, die sind wiederum bei 519, ja. Also die haben auch Ehrenhalle-Punkte gut gemacht. Also es gibt einige Gilden, die sind deutlich nach unten gekrochen. The Burning Legion ist eher nach oben gegangen. Die sind jetzt bei 502 im Durchschnittslevel. Rising Star sind auch höher gegangen. Also tendenziell ist es auch so, dass die Ehrenhallenpunkte steigen werden von allen Gilden. Aber im Moment gibt es eben noch so ein Hin und Her. Camelot war zuletzt ja, auch niedriger, haben fast 2000 Punkte mehr, sind wieder bei 495. Also hier wird es Verschiebungen geben. Die Holzfällerhütte zum Beispiel ist auch stark nach vorne gegangen. Die haben fast auch über 2000 Ehrenhalle-Punkte gemacht, sind bei 547 im Durchschnittslevel. Also die sind nochmal deutlich stärker als alles andere, was wir bisher gesehen haben. Gucken wir auf Döner. Döner zum Beispiel hat verloren Punkte. Ja? Die sind im Durchschnittslevel auch schlechter. Die werden deutlich noch abfallen. Also das dauert halt jetzt auch noch, weil man immer mehr und mehr Kämpfe halt gewinnen oder verlieren muss, damit das dann mal ja, weitestgehend dazu führt. In der Top 10 können wir jetzt auch mal gleich reinschauen. Da ist es so, dass Oblivion auf der 1 ist. Oblivion hat auch mehr Ehrenhalle-Punkte gewonnen als Crit Happens im Vergleich. Oblivion hat, ja, also die sind ein bisschen rein fusioniert über verschiedene Gilden, haben auch die Partnergilde mit Rising Star ja auch in den Top 30 vertreten, also eine gute zweite Garnitur. So kann man eben auch sagen, dass Dead Valley ja entsprechend ihre eigenen Gilden zusammengeschlossen sind,
Crit Happens steht da jetzt trotzdem stark auf der 2 und man erwartet einen Zweikampf da oben zwischen diesen beiden Gilden. Tatsächlich ist Metropolis aber auch sehr gut unterwegs, die vom Vars geführt wird. Also ich will jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das definitiv so ist. Hier ist es natürlich ganz interessant, die Kämpfe mal zu sehen. Dazu habe ich Stand jetzt nicht die Möglichkeit, aber vielleicht gibt es ja auch mal da einen Eindruck, beziehungsweise es gibt ja sehr viele Content Creator auf W50X, W50, F24 auf YouTube und auf Twitch, über die man natürlich auch die verschiedenen Eindrücke mitbekommen kann. Ja, also über Discord oder eben auch über Streams, wie auch immer. Zum Beispiel Mozone ist ja bei Crit Happens dabei, genauso wie Zombie. Also allein da schon wird man wahrscheinlich die Kämpfe um die Top 1 bis 3 sehr gut verfolgen können und sehen können, ja, wie viel stärker sind sie halt als die anderen Gilden oder wo fehlt es vielleicht noch im Kampf gegen Oblivion. Also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt noch andere Content Creator, sehr viele, Dorsa, Destromus, ich weiß nicht wer, also noch viel mehr auch in verschiedenen Sprachen, die eben auf diesem Server auch aktiv spielen, also aktiver als ich vor allen Dingen. Kann euch echt nur empfehlen, schaut euch das alles an, alle Blickwinkel. Ich werde demnächst jetzt mir diese Gilden halt notieren, zumindest ich weiß noch nicht wie viele Gilden, das ist halt echt auch ein bisschen Zeit und Arbeit. Ich will mich halt hauptsächlich eigentlich auf die W50-Gilden fokussieren, wie sie sich verhalten. Ja, ich warte jetzt noch ein bisschen, dass wirklich ein paar Gilden halt abfallen, bevor ich deren Werte aufnehme, sodass wir da wirklich einen guten Eindruck haben, wie es dann halt auch weitergeht langfristig. Ja, also die Top 10, denke ich mal, steht sowieso schon, weil sie halt relativ viele Ehrenpunkte schon mitgebracht haben und das sind jetzt auch weitestgehend alles stabile Gilden, was halt nochmal ganz interessant war. Man sieht es vielleicht gar nicht. Nee, ich glaube, das Team gibt es jetzt nicht mehr. Das war ja auf W50 Knights of V oder sowas hießen die im letzten Part waren Knights Hosseini von Nin. Die waren im letzten Video, das ist mir gar nicht aufgefallen, nur noch mit 11 Membern dabei. Da wurde halt, glaube ich, gesagt, dass, ich weiß nicht, welche Gilde das war, aber eine der Gilden hier oben halt auch ist da mit diesen Spielern hauptsächlich rein fusioniert. Also deshalb gibt es die halt nicht mehr. Das ist also die erste Gilde von ursprünglich W50 Top 10, die es definitiv nicht mehr gibt, die durch die Serverdynamik, Fusionsdynamik halt jetzt nicht mehr da sind. Und jetzt kommen wir halt nochmal zum Hellevator. Der Hellevator ist natürlich ein Event, der gerade stand jetzt in der Ehrenhalle, also jetzt sowohl in den Top 10, aber halt auch in den anderen Bereichen, sagen wir es mal, wirklich die Chance haben, zu zeigen, wo sie wirklich stehen. Zum einen ist der Hellevator natürlich auch ein bisschen Pay-to-Win begünstigt, ja, also es ist jetzt nicht nur die reine Aktivität, die dort eine Rolle spielt, aber wir haben es in anderen Hellevatoren gesehen, dass die grundsätzliche Aktivität entscheidender ist als jetzt einzelne Pay-to-Win-Spieler. Und der Hellevator, dadurch, dass er eben jetzt doch relativ früh startet für diesen Fusionsserver, wird dann wirklich mal einen Ausblick geben oder wird teilweise sehr unterschiedlich sein zur Ehrenhallen-Situation. Also davon gehe ich aus. Das Ganze wird sich wahrscheinlich ein bisschen in die, ja, je nachdem wie aktiv halt auch die Gilden in diesem Segment sind. Aber es gibt viele Gilden, die haben tendenziell viele Member. Also das könnte sich locker in die Top 75 oder also Top 50 bis 75 halt auch ziehen, wo wir recht gute Ergebnisse erzielen könnten natürlich, ja, also theoretisch. Und da freue ich mich halt drauf, das vor allen Dingen auch zu sehen und mit euch zu teilen. Und ja, ich meine, selbst The Prophecy, ja, werden die das Potenzial haben, auch in den Top 30 da mitzuspielen, wie sie jetzt im Moment vom Rang her stehen oder nicht. Also ich hoffe es ja. Ich denke, es kann auch klappen. Ich selber kann vom Level her nicht so viel beisteuern, werde aber trotzdem ein paar Pilze da auf jeden Fall reinsteuern. Also das ist auf jeden Fall klar. Nur reicht das denn? Ja, das ist dann so eine andere Frage. Das werden wir sehen. Ja, und Part 3 sind natürlich die Players to Watch, aber anders als zum Serverstart kann ich jetzt hier ja auch nur bedingt Vergleiche ziehen. In der Theorie haben wir jetzt sehr viele Leute jetzt hier drin, also das ist nochmal eigentlich ein eigenes Video. Ich überlege auch, das zukünftig vielleicht zu teilen, also zwar aufzunehmen gleichzeitig, aber vielleicht dann nicht
als ein Video hochzuladen, wenn ich natürlich auch die Serversituation betrachte. Aber ich möchte mir für die, die es halt nicht kennen, die das jetzt hier sehen, den Char an sich anschauen. Ich möchte schauen, gibt es eine Entwicklung, wie sieht die aus? Und bei Abscess fangen wir da jetzt halt an, ne? Die schon relativ lang bei der Holzfällerhütte ist und aber neu hinzugekommen ist. Also die war auf W50 jetzt nicht in meiner Players to Watch bisher drin. Wir sehen einen ausgeglichenen Account mit unterschiedlichen Epics, die sind also nicht alle gleich alt. Das kann sich ändern. Der stärkste Stein im Moment 1279, wie es aussieht, ne, 1281 sogar im Legi-Bereich. Das ist schon sehr gut. Hauptattribute auf 100.000, schon hoch. Im Skill fast bei 40.000. Für so ein Level 524. Alle Achtung im Eco-Play. Ja, man sieht andere Beispiele, die mehr Pilze investiert haben, wo es deutlich schlechter aussieht. Also Ausdauer ist der Key. Das sind schon mal gute Startkonditionen, denn auch Affenkopf von Build Prophecy ist da eben auch dabei. Affenkopf im Moment ohne Tränke unterwegs. Das ist dann natürlich ein bisschen tricky, aber vielleicht hebt er die sich jetzt auch auf für einen kommenden Elevator oder sowas. Er hat halt hier einen 1400, also er hat auf jeden Fall schon extrem krasse Legi-Steine im Vergleich. Da müsste man jetzt die Frage stellen, weil die Holzfällerhütte hat definitiv gut, also bessere Ehrenhalle, ob es da vielleicht um das Level der Gem-Mine geht, dass Affenkopf da viel weiter hochgegangen ist, oder Abscess hat lange keine guten oder großen Legi-Steine mehr bekommen. Das ist jetzt so, das wären jetzt so meine Tendenzen. Aber ja, das Ganze kann man natürlich auch auslesen, so ein bisschen über SF-Game-Tools, aber das mache ich nicht. Also ich will mich hauptsächlich auf das hier beziehen, was ich hier sehen kann, damit ich dann halt auch einen Vergleich habe, ja. Dann haben wir Avox von W48 neu hinzubekommen. Das ist natürlich, also hier kann man auch mal schauen, beziehungsweise, ja stimmt, das wollte ich eigentlich auch machen. Abscess im Moment auf Rang 762 unterwegs. Affenkopf im Moment bei 1041 ist. Wir sehen die Ehrenhalle-Punkte 170.971, 188.589. Also hier ist es auch so, dass die tendenziell noch steigen werden, wenn man aktiv ist. Natürlich nicht jeden Tag, aber im Schnitt über eine längere Dauer wird man das höchstwahrscheinlich sehen. Und ja, bei Avox haben wir natürlich da auch ganz andere Werte. Der ist Rang 38, ist einer der Top-Spieler auf dem Server, beziehungsweise einer, der halt 2 Top-Chars jetzt hat. Durch die Kompensation nochmal schön nach vorne gerutscht, über 600 gekommen. Und naja, hier haben wir natürlich auch, ja stimmt, die Attributierung kann man sich auch anschauen. Also er zum Beispiel Affenkopf fast ohne Schmied und halt Tränke unterwegs. Ne? Also sieht dann viel schlechter aus, obwohl die Base-Skills passen. Bei Abscess haben wir es gesehen und hier haben wir halt ja, über 800 in der Attributierung zum Teil. Also wahrscheinlich werden jetzt auch das nächste Epic-Event wieder genutzt, um Kristalle zu farmen, damit man hier wahrscheinlich noch höher kommt in den Stufen. Also upgraded 18 auf 20 times. Ja, da sieht man halt auch mal den Unterschied. Also fast alles schon voll attributiert. Ja, und das wirkt sich natürlich in Base-Skills aus, aber vor allen Dingen in den Overalls. Du hast mit 84.000, 85.000 hier schon mal ein Haus oder eine Hausmarke gesetzt. Das ja, brauchst du auch als einer, der hier in der Spitze auf jeden Fall mitspielen will, eben drum trotzdem als, ja, als Krieger hier und als Kundschafter. Also 2 der 3 Base-Klassen hat er hier mitgebracht und spielt dann zusätzlich auch noch auf W58, was dann der nächste, oder? Ich weiß gar nicht, ob das schon F26 sein wird oder F27. Da spielt er dann halt einen Barden, der auch wieder in der Spitze mit dabei ist. Ja. Wenn man die beiden jetzt mal vergleicht vom Level, ist es natürlich auch interessant. Er hat hier auch alle Upgrades drin. 810 war hier das Beste. 809, 810. Hat hier sogar eine 814 drin. Die Epics sind stärker, würde ich sagen, teilweise. Ja, also die Skills sind halt sehr ähnlich. Das ist halt echt, also auf W48 sind sie besser.
die Skills, weil er halt älterer Char ist, aber trotzdem, dass es so ähnlich ist und so ausgeglichen. Er spielt 2 Chars so ausgeglichen, das könnte ich nicht mal ansatzweise. Also ich habe es noch nie ansatzweise geschafft. Das ist echt schon verrückt. Er steht hier auf Rang 78 mit deutlich weniger Ehrenhallenpunkte, weil er natürlich neuer ist. Er konnte nicht so viele Ehrenhallenpunkte sammeln, aber das kann er. Ich denke, die Lücke wird sich ein bisschen verringern über die Zeit. Und ja, das ist halt heftig. Ja, also keine Ahnung. Also mich würde es wirklich interessieren, er muss es nicht, wo er, natürlich, die Server sind schon älter, ja, wenn man jetzt darüber spricht, wie viele Mushrooms paid man da hat, aber so die einzelnen Werte oder Gesamt würden mich tendenziell auf jeden Fall interessieren. Vielleicht teilt er uns das so. Und Avox mit 2x, den können wir jetzt mal rausnehmen. Der war beim letzten Mal schon nicht dabei, deshalb Remove Friend. Ja, auch das passiert. Bashi von Rising Star ist jetzt am Start und der spielt auf 452 im Moment als Barde auf diesem Server. Und ja, spielt anscheinend auf Rang 1 Barde. Der beste Barde auf dem Fusionsserver, das könnte man sich jetzt in den Statistiken angucken, wenn sie denn vollständig funktionieren. Es wäre natürlich schön, wenn wir das hier machen könnten. Ist nicht der Fall, aber das kann ganz gut hinkommen. Barde ist ja im Prinzip auch einer der Aufhol-Chars, später gestarteten Chars auf W50 oder eben jetzt auch auf F24, weil er damals noch nicht existierte. Das heißt, hier werden wir eher dann auch mal Level sehen. Er ist im Moment Rang 1210 mit 160.000 Ehrenhaltpunkten, also gar nicht mehr so weit weg von den anderen hier oben, trotz des geringeren Levels. Und hier sehen wir auch schon recht gute Werte, natürlich die Base-Skills niedriger, aber ja, schon bei 114.000 Skills einfach mal so, das ist nicht schlecht. Er hat 12er Upgrades auch schon drin, also er farmt auch eigentlich jetzt permanent nur noch Kristalle und da braucht man halt auch ein paar Jahre, bis man da voll drin ist. Ja, Arena Manager hat er voll ausgebaut, die ersten Gems auch schon über 1000 immerhin, also das, ja, das brauchst du auch, wenn du hier Top 1 Bade bleiben willst wahrscheinlich, ne? Da müsste man halt tatsächlich mal schauen, wo jetzt die nächsten Baden unterwegs sind, das wird er wahrscheinlich wissen. Oder jemand, der über SF Game Tools das ein bisschen ausliest, was ich eben auch nicht mache. Aber jetzt gehen wir nochmal ganz nach oben zum ersten. Ach nee, Avox, das ist halt auch geil. Mit einem Chars Avox, stimmt, sorry, also ich muss manche Sachen erstmal mitkriegen. Spielt er halt bei Oblivion und mit einem anderen bei Dead Valley. Also auch Konkurrenz, ja. Das ist eigentlich auch mega interessant. Da könnte er direkt eigentlich schon sagen, wie ein Kampf zwischen den beiden aussieht, wenn es einen gegeben hat. Na gut, back to the Silverplayer, auch bei Oblivion, der ist halt nochmal eine Stufe härter von den Skills, also gerade im Basis-Skill-Bereich von Stärke, deshalb ist er auch Rang 10, volles SA. Das können wir uns alles angucken, das ist alles upgraded, da passiert nicht viel. Die Epics werden stärker nochmal irgendwann, er hat halt alles lustigerweise auch komplett auf 1000. Also wie lange muss man dann pilzen, um alles im gleichen Wert zu bekommen? Das weiß ich nicht. Ist krass. Also, mir ist auch nicht bekannt, oder ist das der Maximalwert? Ich weiß gar nicht. Also, nee, kann ja nicht sein. Wir hatten ja hier schon bei Avox 1013. Ja, also, nee. Ich habe Quatsch erzählt. Mal wieder. Ja, also da sind 300.000 Ehrenhaltepunkte jetzt dann irgendwann mal drin. Keine Ahnung, wie lange das dauern kann. Ich denke noch ein bisschen, weil die anderen müssen ja auch erstmal mitziehen. Aber das werden wir sehen bei ihm. Definitiv. Double Trouble als Assassine. Immer gerne gesehen gewesen. Schön ausgeglichen, auch geskillt über 80k. Also das ist für Spieler, die auf W50 auf jeden Fall durchgezogen haben. Und die meisten Spieler sind ja hier von W50 auf meiner Players to Watch. Also wenn die gut durchgezogen haben, müssen die über 160k Base Skill Points auf jeden Fall mitbringen. Wenn nicht sogar mehr. Aber um eine gute Rolle zu spielen auf F24, ja, das hat er auch geschafft. Und er ist weitestgehend, wie ich sehen kann, auch upgraded. Natürlich hat er auch ein niedrigeres Level. Deshalb sind auch die Epics auf jeden Fall schwächer. Das wirkt sich auf die Gesamtpunkte halt ein bisschen aus. Aber also hier unter den Top 100 zu sein, ist wirklich stark. Ja, bei Fräulein Haut drauf sieht es sogar
noch besser aus. Nur Top 100. Vom Level sieht es besser aus, von den Skills her. Sieht zum Beispiel gar nicht besser aus. Also ja, rein vom Level her wirklich stärker unterwegs. Ja, ist natürlich auch Battle Mage im PvP sehr stark. Ist die Frage, warum sind die Skills nicht so gut? Vielleicht nicht so doll auf Gold gespielt, vielleicht auch häufig ein bisschen Gold ausgelassen. Wie kann sowas kommen? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass alle bei Dead Valley im Moment unterwegs sind. Genauso wie der Grafzahl mit seinem 580er Mage. Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, er hat, der Serverstart, Moment, 9.7.2021. Ich weiß nicht, ob das der offizielle W50 Serverstart ist, aber er hat entweder später angefangen oder er hatte, glaube ich, auch eine Pause zwischendrin. Also ich glaube, das erklärt dann auch, also hier im Base-Skill-Bereich ist er sehr gut unterwegs, aber in der Ausdauer mangelt es halt, ist es ja auch vom Level Gänsefüßchen nur 580. Trotzdem steht er damit auf 168, hat aber im Moment einen 30er% Mount. Also wahrscheinlich auch eine Eco-Spielweise hier drin im Moment. Und ja, ich glaube, der hat irgendwo da eine Pause drin gehabt. Das war bestimmt was. Aber gleichzeitig hat er 4 Chars bei Haze of Glory. Und die sind weitestgehend alle in der Dungeon-Pause ab Level 120 und hat aber trotzdem hier unterschiedliche Levels. Ne? Also das ist halt irgendwie auch sehr witzig. Ja, der Krieger, glaube ich, nee, ist ein Berserker. Das sind alles Berserker. Sind sogar alles Berserker. Ja, unterschiedliches SA sehen wir hier teilweise. Aber das korreliert auch nicht mit den Leveln. Base Skill 2600, 2400, 2400, 2300. Okay. Also die Base Skills sind auch... Ich frage mich, wie viel Zeit kann man haben, das zu schaffen? Also da bin ich noch weiter weg als bei den top ausdauernden Spielern, also die 1 oder 2 Chars top spielen, aber so viele Chars auch parallel und dann doch auch relativ gleich zu spielen. Wir sehen halt ja überall Verzaubern, wir sehen überall Gems drin, überall Epics. Es ist ja so viel Arbeit. Der Haze of Glory von Spider 86 geführt, im Moment Rang 39, nicht voll von den Membern her, weiß ich nicht warum. Von W50 auch gekommen. Ja, sieht so geil aus. Hat eben jetzt 4-mal den Grafzahl dabei. Und ja, von den Werten her gar nicht so übel. Es fehlen natürlich die Member, deshalb die Hall of Night ganz klar nicht so gut. Aber ja, auch die werden im Elevator spielen müssen. Der muss einen Grabzahl dann auch auf 4 Chars hier im Elevator spielen. Natürlich mit dem Level, da braucht er jetzt nicht 500 Floors durchballern, ne? Ist klar, das schafft er ja nicht. Aber ja, das muss man erstmal machen. Also mega interessant. Gehen wir nochmal ein Stück nach oben zu Krebo bei Dead Valley. Ja. Er ist bei 67k ausgeglichen. Also Spieler, der jetzt nicht... Also kann durchaus sein, dass er permanent gespielt hat, aber halt nicht so viel Gold gemacht hat. Da kann es auch verschiedene Gründe geben. Ja, ist trotzdem gut dabei, hält sich hier in den Top 150. Also das vom Level her halt sehr stark dabei. Ne? Es sind jetzt eher die Skills, die so gefühlt ein bisschen abfallen, aber ansonsten ist er auch full upgraded. Da gibt es halt nichts auszusetzen. Ne? Das Set ist super nice. Ja, es ist eigentlich nur die Skills hauptsächlich. Also weniger Gold, weniger Stadtwache gemacht vielleicht. Dann haben wir das Klößchen, der ist bei Exil. Ne? Da haben wir ja auch den New dabei, der dann noch kommt. Rang 225 im Moment auch nicht so schlecht, trotz des doch niedrigeren Levels. Aber hier sehen wir, dass die Gesamtpunkte auch schon gut sind. Die Skills sind okay, natürlich. Krebo im Vergleich besser. Da ist jetzt die Frage, ja, könnte es sein, dass halt man jetzt gesetzt der Rangpunkte zwar ausgehen kann, es sind zwischen den beiden 3000 Ehrenhalbpunkte Unterschied und knapp 100 Ränge. Also da ist bestimmt noch ein bisschen Bewegung drin. Da kommen vielleicht auch noch welche von weiter unten. Das ist definitiv denkbar. Let's Runes, ja, wir haben es uns gedacht, scheint auch nicht mehr dabei zu sein. Können wir rausnehmen.
Dann haben wir Mr. Fluffy Junior. Auch der im Moment, ja, da ich so viele Leute habe, die ich halt besprechen kann, ja, ist halt auch ein Char, wo es sehr schade ist. Müssen wir ihn rausnehmen. Wo ist es? Hier, zack. Und dann haben wir auch gleich Neo und der Klößchen. Da sind die beiden jetzt untereinander. Das ist auch schön, ja. Es ist nicht verkehrt. Ich glaube, Neo spielt ja auch weitestgehend Free-to-Play. Der hat am 29.07.21 angefangen. Also, ich glaube, der Kraftzahl war da auch schon relativ von Anfang an dabei. Hatte er, wie gesagt, eine Pause zwischendrin. Und er geht jetzt hier Richtung 100k Skills bei 197.000 Ehrenhalbpunkten und eben Rang 621 im Moment. Der Rest sieht eigentlich ganz fein aus. Epics sind weitestgehend, ja, nicht ganz aktuell. Also hier gerade die Kette, vielleicht kann man die im Event mal austauschen. Die macht den größten Unterschied aus. Die Steine sehen schon recht lecker aus. Die Upgrades, ja, bei den Upgrades ist auch schon relativ weit. Also 17 als schwächstes, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht schlecht. Nocto spielt bei der Holzfällerhütte einen Assassinen. Kämpft oder steht im Moment auch bei den Rang Top 100. 263.000 Ehrenhalle Punkte sind es insgesamt. Moment, wo war es nochmal hier? Ja, also diese 263.000, das ist auf jeden Fall mit Peak. Also die gerade die ersten 100, die nehmen sich da echt fast gar nicht viel von den Punkten. Also selbst er ja auch. Obwohl er vom Level her und ja, also vom Level her schwächer ist von den Skills, ist er im Verhältnis nicht schlecht unterwegs. Da macht er Krebo Konkurrenz tatsächlich. Ja. Dementsprechend kann er sich auch da oben halten und also da kann es von den Platzierungen her halt auch noch viel Bewegung geben. Kommen wir zu Red Fox, der lieben Vanessa. Auch bei 260. Das sind nur diese 3.000. Also die jetzt dann 100 bis 150 Ränge weiter unten sind, haben nur 3.000 Punkte Unterschied. Also da gibt es so eine richtige Gruppierung gefühlt. So eine Gap, die sich vielleicht ergeben hat. Das sieht übrigens sehr geil aus. Ja, weil auch 4 voll upgraded. Die Steine sind sogar noch besser. Ja, spielt auch bei Crit Happens mit. Hat also die Chance auf Top-Platzierung im Elevator. Mit ihrem Mage. Mushroom Speed 65,9k stand jetzt. Naja, das ist eine hohe Summe. Natürlich, langer Zeitraum. Ja, hat später angefangen. Ein halbes Jahr locker später anscheinend. Ja, mehr sogar als ein halbes Jahr. Dafür ist es echt ein guter Char. Ich meine, klar, die Skills. Hier wenigstens im Main-Attribut schon bei 50k. Bei Ausdauer hängt so hinterher, geht auf jeden Fall mehr auf Schaden, was ich auch mag bei Magiern definitiv, aber ja, wäre natürlich geil, wenn hier auch bald irgendwann eine 50k steht, also ich würde vielleicht auf 60k jetzt Schaden gehen und 50k Ausdauer, einfach nur damit die 50k Ausdauer da sind, ja, aber das ist natürlich alles auch frei, also muss überhaupt nicht umgesetzt werden. Dann kommen wir zum Reinhold, den haben wir vorhin schon mal angeklickt bei und die Crew in der Gildenübersicht, der Reinhold, der hier auch ein Aufholchar gespielt, soweit ich weiß. Ich weiß nur nicht, wann er angefangen hat. Nee, Quatsch, nicht Aufholchar. Warte mal. Sorry, wieder falsch. SA 50% und 14 Server starb zum 9.7. Erste Free-to-Play-Piston 20 der Crew am 18.01. ohne Skip. Goldgrube nicht abholen ab Dienstag. Stand 19.10.24. Rainer, wie aktuell ist das? Also die Goldgrube kann man ja schon abholen. Ich hoffe, er macht das. Oder ich habe irgendwas mega verpeilt. Reinhold ist aber mega aggressiv, sage ich schon, aktiv im Shakes and Bitte Discord auch. Ja, also das ja, kümmert sich um die Crew, wirbt da um fleißig Member. Dementsprechend die und die Crew, können wir nochmal schauen, war beim letzten Mal. Ah ja, die gab es auch auf W46. Moment. Gibt es die so auch noch, oder? Hier. Genau. Also die kämpfen quasi auch an mehreren Fronten. Könnte sein, dass sie weiter unten waren in der Ehrenhalle. Mal beim nächsten Mal nochmal reingucken. Weil ich es nicht mehr im alten Video gerade gefunden habe.
wie sich die Gilde halt dann auch entwickelt. Und ich weiß jetzt nicht, wobei wir können auch nochmal schauen, ob die beiden Gilden auch miteinander verbunden sind. Also ob das jetzt zum Beispiel auch eine Partner- oder Wing-Gilde ist von der anderen und die Crew. Oder ob beide komplett für sich alleine stehen. Das gibt es ja auch. Ich meine, dass Gilden den gleichen Namen haben. Ich meine, jetzt mittlerweile durch die Fusion kann man dann schon auch Verbindungen herstellen oder so, aber damals war ja von Fusion nicht die Rede. Und manche Gildennamen gibt es ja auf jedem Server. Und deshalb ist die Frage an der Stelle auch auf jeden Fall berechtigt. Dann kommen wir zum Stormhunter 1, der auf jeden Fall Free-to-Play gespielt hat. Bestrang 749. Das wieder zu erreichen, das braucht auf jeden Fall eine Weile. Er hat durch diese Fusion, diese Best-Rank-Geschichte, sich dadurch natürlich ordentlich nach hinten geschoben. Da muss ich eigentlich mal gucken. Ja, also bei solchen Charts macht es natürlich auch Sinn, sich die Levels anzugucken, die zuletzt existierten. Er war im letzten Video aber 466, ist jetzt 468. Also auf jeden Fall aktiv, kann ich sagen. Das ist gut. Ansonsten an den Attributen, ja, das ist natürlich dann ein Unterschied. Muss man so sagen. Komplett Free-to-Play und wahrscheinlich auch nicht immer mega aktiv. Da sieht man es dann auch bei den Upgrades. Aber ja, was soll ich sagen mit 407? Ne? Also er killt mich. Er killt mich komplett, ohne Volltränke zu sein, ja. Ja, schauen wir uns mal so einen Fight an. Also der wird von mir halt ein bisschen gekrabbelt, ne? In der Kniekehle und denkt sich, ach nö, das war jetzt nicht so nice. Also nicht so Zeitverschwendung, ne? Ja, ne? Um das mal hier hochzuheben. Auch Free-to-Play-Spiele, egal in welchem Zustand, je länger sie spielen, je aktiver sie spielen, desto wertvoller sind die Charts als meiner. Jemand, dem man es nicht sagen muss, ist natürlich Taube. Taube ist halt auch so ein Werdegang von den Base-Skills her bei 165k eben nicht ganz so gut unterwegs wie der Avox. Trotzdem stark, war in den Top 10 auf W50 und ist jetzt hier ja, inmitten der Top 50. Und schwierig zu sagen, ob er wie sich das da bei ihm jetzt zum Beispiel verhält. Also die Kämpfe in der Ehrenhalle. Ja, also die aktiven wie auch die passiven. Ja, ich denke, das ist sehr, sehr viel Unterschiedliches dabei. Tobi 5 bei 535, auch beim letzten Mal 535 gewesen, ist mit seinem Schaufrang 451 bei 219.000 Ehrenhallenpunkten. Eigentlich auch schon echt gut unterwegs. Die Base Skills bei 44k, 23k in der Ausdauer, das flacht ein bisschen ab. Sieht trotzdem ganz gut aus. Ich denke, er ist kurz vorm Level Up hier. Also da ist Aktivität auf jeden Fall dabei. Und das habe ich beim letzten Mal aber nicht ganz mir angeschaut. Das werden wir uns dann beim nächsten Mal nochmal mehr anschauen. Universe bei 600. Ja, stabil. Stabil dabei, wenn auch eben nicht mehr das, was es mal anfangs gewesen ist. Er hat Ziele für dieses Jahr. Er möchte Level 615 sein. Werden wir beobachten, ob er das auch schafft, ob er das auch durchzieht. Das wäre für Dead Valley natürlich trotzdem gut. Er mit dem Level und den Skills liegt im Moment eben auch nur bei Rang 213. Also er ist in dem Bereich, wo doch einige Spieler mit niedrigeren Levels unterwegs sind, aber besseren Skills, die ihm dann natürlich auch das Leben schwer machen. Ich meine, man sieht die Base-Attribut 152.000, wenn wir jetzt nochmal auf Krebo zum Beispiel schauen. Ja, ne? Da, okay, es sind doch 17k Basis-Skills mehr. Da haben wir jetzt, glaube ich, gar keinen. Wir haben schon krasse Basis-Skills mehr, ja. Vanessa! Aber wobei Vanessa ist dann noch einen Ticken zu schwach wahrscheinlich, um sich wirklich durchzusetzen. Je nachdem, wie aktiv die jeweiligen Spieler jetzt hier weiterspielen, kann es natürlich sein, Universe kriegt halt mehr Gold im Schnitt durch. Das ist ein Vorteil, um Skills auch nachzuholen. Aber ja, heftig. Wugi bei der Holzverlöde. Wo steht Wugi mit seinem Battlemate? 584, fast die gleichen Punkte. Also die müssten ja nebeneinander liegen, aber Wugi liegt halt weiter drüber. Ja. Wegen 1000 Ehrenhalbpunkten zum einen.
Also, ne, die Dynamik habe ich schon erwähnt. Das ist krass. Aber Woogie hat jetzt hier gerade auch ein ganz seltsames Set an. Also, wahrscheinlich, ich weiß nicht, warum er das jetzt gerade so hat. Also hier, gut, das sehe ich jetzt gerade nicht so. Gut, er hat auf jeden Fall noch nicht den Arena Manager sehr, sehr weit. Den Arena Manager sage ich schon, obwohl doch ja, die Runen noch nicht komplett. Deshalb hat er vielleicht jetzt ein Alugia an. Also die Werte sind dann auch noch besser. Also da sollte er sich dann gegen Universe und auch so die anderen in der Richtung durchsetzen können. Ja, also die Base Skills sind halt wirklich, wie gesagt, gut. Also ich denke, er liegt dann bei Größen wie Krebo zum Beispiel. Ja. Bei Yuka sieht man es natürlich auch mit einem richtig guten PvP-Set. Base Skills sehr stark. Ausdauer natürlich wenigstens über das 50k, was wichtig ist. Also er kann jetzt hier schön auf 100k gehen. Er ist kurz vor 200k Gesamtattribute. Die werden wir beim nächsten Mal locker, also vielleicht schon am nächsten Tag sehen. Rang 138 im Moment. Aber auch viel Potenzial nach oben. Mushrooms paid ungefähr 50.000. Also das ist ja für die Länge. Das ist, wie gesagt, viel. Aber das relativiert sich über die Jahre. Definitiv. Und zum Abschluss haben wir nochmal das Silverplayer. Den haben wir ja fast zum Start gehabt. Hier bei Oblivion mit seinem sehr, sehr starken Char. Hier ist es auch ein sehr, sehr starker Krieger, der von W50 kam. Also der war damals dabei. Auch er ist bei Oblivion. Also er hat halt 2 seiner Spieler bei Oblivion, was ja auch möglich ist, ja auch im Top-Bereich. Ne? Das ist ja alles erlaubt durch die Fusion. Ja, wo ich sagen muss, dass hier dieser Mushroom-Speed-Wert halt, es wurde ja schon mal von ihm bestätigt, aber ich weiß halt nicht, wie man, das würde ich halt nicht hinkriegen, ne? Muss ich mal sagen. Ohne dass man jetzt im Level, der ist ja im Level noch nicht mal mega weit weg. Also wo da die Mitte liegt, ist für mich extrem unverständlich. Ich kann so nicht mal im Kopf kann ich mir das durchspielen. Und das wiederum soll natürlich dann auch die Leistung lobenswert darstellen lassen. Brauchen uns den Char hier so gehen nicht angucken. Das ist auch alles Max. Aber ich werde mir immer wieder die gleichen Fragen stellen, wenn ich den Char mir angucke und dann das in der Beschreibung lese, wie das denn funktioniert. Also, ja, da sage ich gerne Holla die Weizfee, würde ich jetzt mal behaupten. Der 4.2. der Wert. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, der Wert, das ist nicht aktuell. Weil das ist 1,5 Wochen her. Ja. Na denn. Bin ich jetzt durch mit allem? Das war, wie gesagt, ein sehr langer Part. Ich denke, wenn ich die Players to Watch mache, werde ich das demnächst eben separieren. Und die nächsten 2, 3 Folgen zu dem Server dann erstmal wieder nur die Gilden anschauen. Das Ganze vielleicht auch nochmal optisch verdeutlichen. Und dann nach einer gewissen Zeit eben auch wieder die Players to Watch separaten Part. Ich hoffe, das Video hat euch insgesamt gefallen. Wenn euch was auffällt, wenn ihr Meinung dazu habt oder Informationen, schreibt sie bitte gerne in die Kommentare. Dann habe ich die Chance, das vielleicht auch beim nächsten Mal mitzunehmen. Oder wenn ich Sachen falsch gewertet habe, natürlich klärt mich darüber auf. Wir machen hier einfach nur Content gemeinsam und ich finde diese Plattform des Fusionsservers hier im Speziellen mit W50 sehr, sehr interessant. Das habe ich schon mehrfach erwähnt und dann sehen wir uns zumindest zum Gildenvergleich dann im Elevator-Segment. Das wird sehr, sehr spannend. Das war's von mir heute auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus. Euer Basti.